Ja, verdammt. Und jetzt haben wir gerade festgestellt, dass unser Ladebooster kaputt ist, weil unsere Batterie gestern nicht geladen hat. Hi, wir sind Tina und Dirk von Let's Get Otter hier und seit Mai 2019 reisen wir mit unserem Campervan durch die Welt. Aktuell sind wir auf der Iberischen Halbinsel unterwegs und absolut fasziniert sowohl von der atemberaubenden Küste als auch von Zielen im Inland. Seit 6 Wochen touren wir nun durch Portugal. Wir haben uns unter anderem die sehenswerte Hafenstadt Porto und die malerischen Paläste von Sintra angeschaut. Viele Nächte an einsamen, abgelegenen Stränden verbracht, von steilen Klippen auf das Meer hinausgeschaut und magische Sonnenuntergänge an der Atlantikküste erlebt. In der letzten Woche haben wir euch mitgenommen nach Lissabon und ausgetestet, wie gut man da mit einem Wohnmobil zurechtkommt. Im heutigen Video sind wir zurück an der spektakulären Küste, finden tolle Stellplätze und versteckte Traumstrände, bahnen uns unseren Weg weiter in Richtung Algarve und sind absolut fasziniert von der beeindruckenden Natur Portugals. Kommt mit! Guten Morgen und hallo von der Atlantikküste Portugals, hier ein kleines Stückchen südlich von Lissabon. Das Freistehen soll ja schwieriger werden, je näher man sich der Algarve ganz im Süden des Landes nähert. Hier klappt es aber in jedem Fall noch sehr entspannt, wenn man sich vernünftig verhält. Wir sind jetzt seit 5 Tagen hier und die Polizei ist ab und zu mal vorbeigekommen, hat sich aber in keiner Weise dafür interessiert, dass hier Camper stehen. Und das, obwohl es gestern jetzt zum Wochenende hin relativ voll geworden ist, relativ voll. Das deckt sich mit den Bewertungen und Kommentaren, die dieser faszinierende Platz bei Park4Night hat. Und bevor wir jetzt weiter Richtung Süden die Küste entlang fahren und so richtig in den nächsten Reiseabschnitt starten, zeigen wir euch jetzt noch ein paar Aufnahmen von hier, von diesem tollen Küstenabschnitt. Wir fahren jetzt als erstes Richtung Setúbal. Das ist ein Ort mit einer großen Bucht, ein kleines Stück von hier. Und da soll es Delfine geben. Mal schauen, ob wir das Glück haben, wieder welche zu sehen. Und auf dem Weg dorthin fahren wir durch den Naturpark von Arrábida, heißt er, glaube ich. Der sich durch grüne Hügel auszeichnet, die hier auf der Halbinsel in das türkisblaue Meer abfallen und auch immer mal wieder schöne Strände preisgeben soll. Also, wir sind gespannt. Los geht's! Jo. Ich glaube, niemand hat angezweifelt, dass es in Portugal Traumstrände gibt. Aber falls doch, dann ist der Strand, den wir gerade eben gefilmt haben, auf jeden Fall ein Beweis dafür.
Ja, von diesem versteckten Traumstrand hatten wir gelesen und es gibt auch einen kleinen Wanderweg, die Klippe darunter, um da hinzukommen. Das war uns jetzt aber ehrlicherweise zu anstrengend. Wir waren zu faul. Deswegen haben wir die Drohne genommen. Weiter geht's. Wir hatten gehofft, hier unten an den einen oder anderen Strand noch so wirklich ranzukommen, aber hier ist für Wohnmobile gefühlt überall Park- oder Durchfahrverbot. Ja. Na, weiter geht's. Kann man nichts machen. Nee. Wir sind jetzt am Praia da Comporta, ein bisschen südlich von Setúbal angekommen. Das ist ein riesig langer Sandstrand, zig Kilometer lang. Und laut Satellitenansicht reiht sich hier wirklich Strand an Strand. Und ein, zwei Strände davon gucken wir uns jetzt mal an. Jo. Strandurlaub, love it. Die Sonne ist schon warm. Die Sonne ist schon warm, schön. Ja. Ist okay. Ja, jetzt haben wir doch nur noch einen Strand geschafft, aber was will man machen, wenn es so schön ist? Ja. Guten Morgen, wir stehen jetzt hier auf einem Stellplatz im kleinen Ort Comporta, nur so 2-3 Minuten vom Strand von gestern entfernt und haben hier eine sehr ruhige, angenehme Nacht verbracht. Die Aussicht ist jetzt nicht ganz so schön wie die in den letzten Tagen, aber hey, trotzdem natürlich richtig gut, dass es hier wieder sowas gibt. Wieder mal kostenlos, wieder einmal mit Fähr- und Entsorgung und direkt hinter einer lokalen Polizeistation. Also wirklich ein Hoch auf alle Gemeinden, die sowas anbieten. Wir machen uns jetzt gleich auf den Weg weiter Richtung Süden. Vor allem ein paar Strände wollen wir uns hier ja noch anschauen. Und dabei werden wir in großen Teilen durch den Naturpark Südwest Alentejo fahren. Der erstreckt sich über mehr als 100 Kilometer von fast hier bis komplett runter zur Algarve und er gilt als der am
besten erhaltene Küstenstreifen in ganz Europa mit ja, wahnsinnig vielen Tier- und Pflanzenarten und darunter auch dem einzigen Ort in Europa, in dem es Otter noch in einem maritimen Lebensraum gibt. Wobei ich ja bei unserem Glück ja ziemlich sicher bin, dass wir mal wieder keine sehen werden. Aber hey, man soll die Hoffnung ja nie aufgeben. Schauen wir mal. Okay, nervige Pop-ups, weg damit. War das wieder mal ein Prinz, der einem Millionenbeträge vermachen will, wenn man ihm seine Kontodaten schickt? Sowas in der Art. Ja. Werbung. Als Mail haben wir das ja wahrscheinlich alle schon mal bekommen, aber wusstet ihr, dass es inzwischen eine beliebte Masche ist, auch über solche Pop-ups und bösartigen Werbeanzeigen an eure persönlichen Daten zu kommen? Man klickt bewusst oder unbewusst drauf und zack, schon ist man auf einem Server gelandet, dessen einziger Zweck es ist, euren Computer oder euer Handy auszuspionieren. Und dafür muss man noch nicht mal auf irgendwelchen dubiosen Webseiten unterwegs sein, denn solche Banner und Pop-ups können im Grunde auf jeder Webseite platziert werden, auf der es auch ja, normale Werbeanzeigen gibt. Und tatsächlich ist es technisch inzwischen sogar möglich, dass man ja noch nicht mal auf so eine bösartige Werbeanzeige draufklicken muss, damit ja, schädliche Programme oder Viren heruntergeladen werden. Es reicht, dass man auf der gleichen Seite ist. Was kann man dagegen machen? NordVPN benutzen und den Bedrohungsschutz aktivieren. Der NordVPN-Bedrohungsschutz blockiert Tracker, lästige Werbung, unschädliche Webseiten. Außerdem erkennt und löscht er Downloads, die schädliche Viren enthalten. Wenn ihr also keine Lust darauf habt, von Webseitenbetreibern und Langfingern ausspioniert zu werden, im Internet surfen wollt, ohne dass eure IP-Adresse öffentlich ist, oder ganz einfach selbst entscheiden wollt, welche länderspezifische Mediathek euch euer liebster Streaming-Anbieter zeigt, dann holt euch NordVPN und aktiviert den integrierten Bedrohungsschutz. Und wenn ihr dafür auf nordvpn.com/letsgetotter hier klickt, könnt ihr von unserem exklusiven Deal profitieren, mit dem ihr nicht nur sparen könnt, sondern auch noch 4 Monate gratis zum 2-Jahres-Deal bekommt. Das Ganze mit 30 Tagen Geld-Zurück-Garantie. Schaut euch gerne mal an. Nur geht bitte nicht so weit, dass ihr auch diese Werbung hier blockiert, denn sonst können wir irgendwann keine Videos mehr machen. Also vielen Dank fürs Werbung schauen. Ja, verdammt. Und jetzt haben wir gerade festgestellt, dass unser Ladebooster kaputt ist, weil unsere Batterie gestern nicht geladen hat. Also nur so ein bisschen über Solar, aber eben nicht während der Fahrt über die Lichtmaschine. Und der Booster blinkt auch nicht, wenn der Motor startet. Das sieht nicht gut aus. Ich habe ihn jetzt mal aufgeschraubt, weil der nach 2 Jahren sowieso keine Garantie mehr hat. Und eine der 40 Ampere Sicherungen ist komplett geschmolzen. Also auch durchgebrannt, aber eben ja so sehr geschmolzen, dass sie sich total verformt hat und ja ganz schräg im Sicherungshalter drin steckt. Shit. Auch angeschmolzen. Ja, das sieht gar nicht gut aus. Da war ordentlich Hitze am Werk. Und wir haben zwar Austauschsicherungen dabei, aber ja, selbst wenn er damit direkt wieder funktioniert, traue ich dem ja trotzdem nicht mehr. Denn es muss ja einen Grund haben, warum da so eine Hitze überhaupt entstanden ist. Und eben auch der Sicherungshalter ist ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen worden. Und wir haben vor 3 Jahren, ist uns schon mal so ein Teil kaputt gegangen, als ich den versucht habe in Malaysia einzubauen. Da sind auch die Sicherungen durchgebrannt und es ist sogar ja, eine kleine Flamme entstanden, als ich den versucht habe einzubauen. Der ist uns direkt kaputt gegangen. So, ich habe die beiden Sicherungen ausgetauscht und er funktioniert auch tatsächlich wieder. Er scheint auch nicht irgendwie heiß zu werden. Wir werden den Motor gleich mal einen Moment länger laufen lassen und das beobachten, aber fest steht, ich mache auf gar keinen Fall die Kisten da jetzt wieder drauf oder auch nur die Abdeckung auf das Elektrofach, denn so wie das Plastik da geschmolzen ist, will ich nicht, dass irgendwie was anfängt zu schmoren und wir dann nicht da dran kommen sofort. Ich habe auch überlegt, ihn komplett rauszunehmen, also auszubauen und die Lichtmaschine, die Batterie wieder direkt über die Lichtmaschine laden zu lassen, aber ja, dann müsste ich hier die Kabel krimpen und die Plusleitung von der Batterie ist sowieso schon so kurz, dass ich das nicht unbedingt machen will. Also ich glaube, wir werden das jetzt einfach mal versuchen und hoffen, dass es hält, bis wir einen Ersatz finden. Die Frage ist aber, wo kriegen wir auf die Schnelle einen Ersatz her? Denn
Es muss im Grunde das gleiche Teil sein oder zumindest ein ähnlich kleiner, weil ein größerer passt einfach nicht in das Elektrofach. Das ist hier in dem 45er Knaus doch relativ klein. Ja, wir werden mal recherchieren, ob hier es irgendwie was gibt an Wohnmobil-Shops. Und ja, bitte helft Daumen drücken, dass wir nicht abfackeln. Wir haben ein bisschen recherchiert und geguckt, ob es hier in der Umgebung Wohnmobil-Zubehörläden gibt. Das sieht leider nicht so gut aus. Außerdem ist heute Allerheiligen. Das heißt, auch in Portugal ist Feiertag. Da werden wir also wahrscheinlich kein Glück haben. Aber wir fahren jetzt erstmal weiter und hoffen, dass uns der Ladebooster nicht im Stich lässt. Torsos Avas. Noch nie gesehen. Wir sind jetzt als erstes mal die komplette Landzunge entlang gefahren bis hierher nach Troja. Troja, der Ort besteht hauptsächlich aus riesigen Hotels und Luxusferienwohnungen. 80% der Straßen führen zu irgendwelchen privaten Anwesen und man darf da sowieso nicht rein. Aber nach ein bisschen Suchen haben wir jetzt hier einen Parkplatz gefunden und schauen mal, ob wir einen Zugang zum Strand finden. Noch keine. Noch keine. Der Bär steppt hier jetzt aber auch nicht. Nee. So schön. Ja, super. Es ist wirklich sehr, sehr schön hier. Es fühlt sich so richtig nach Sommerurlaub an. Also dafür, dass wir ja schon Anfang November haben, ist das nicht schlecht. Und ich bin sehr froh, dass wir hier hochgefahren sind, weil ja, ich war kurz davor zu sagen, nö, lass uns einfach Richtung Süden. Ich glaube nicht, dass es hier auf dieser Halbinsel wirklich was zu sehen gibt, aber also gerade diese Wege sind sehr, sehr schön. Findest du auch? Ja, voll. Ja. Könnte ich gut noch ein bisschen mehr Zeit hier verbringen. Ja, ich meine, machen wir einfach. Wir fahren weiter Richtung Süden, aber halt beim nächsten Strand einfach wieder an, okay? Ja. Wir sind jetzt knapp 40 Minuten Richtung Süden gefahren und versuchen jetzt hier eine Strandbar zu finden, wo wir vielleicht einen kleinen Snack bekommen
mal gucken, wir sind noch nicht ganz sicher, wo der Strandzugang hier ist. Wir kommen der Sache näher. Ja. Da werden wir jetzt viele sehen. Mega cool! Ja, hier sollte die Strandbar sein, aber offensichtlich ist die ja, komplett abgebaut worden. Ich weiß auch nicht. Ich bin absolut geflasht und hin und weg, wie schön es an diesem Strand ist. Ich meine, diese Steilküste, die wäre andernorts wahrscheinlich irgendwie ein Nationalpark, der dann Eintritt kostet, nur für sich. Und das ist hier einfach so. Ja. Absolut genial. Voll, richtig, richtig schön. Schade, dass die Strandbar nicht da war, dass sie offensichtlich über den Winter abgebaut wird. Ja, der Campingplatz ist auch zu. Genau, der Campingplatz ist auch geschlossen, zumindest für Wohnmobile und Zelte. Ja, was ja besonders schade ist, weil wir haben Hunger. Das hat jetzt ja leider nicht geklappt. Das heißt, wir fahren jetzt und suchen uns irgendwo was, wo wir was zu essen bekommen. Und das ist, denke ich, der richtige Moment, um dieses Video hier zu beenden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, uns dabei zuzuschauen, wie wir das schöne Portugal ein bisschen weiter erkunden konnten. Freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn ihr wissen wollt, wie es mit uns weitergeht, dann schaltet auch nächsten Sonntag gerne wieder ein. Da wird es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wieder ein Video von uns geben. Ja. Und ja, wenn euch dieses Video hier gefallen hat, ihr kennt das Spiel, drückt sehr gerne auf den Daumen hoch. Das würde uns wie immer sehr, sehr freuen. Abonniert unseren Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und damit viele liebe Grüße aus Portugal und bis zum nächsten Mal. Nicht so schnell, nicht so schnell. Immer nur einen Dreiviertelschritt bitte machen. Und dann einen halben wieder zurück und dann kannst du wieder ein Dreiviertel vorgehen. Nee, super, danke. Passt dein Handy perfekt, aber dann darfst du kein neues Handy kaufen. Ist dann zu groß, das neue Handy? Ja. Weißt du, wie viel Datenmüll du produzierst? Nein. Alles 4K-Auflösung. Quatsch in 4K. Ich weiß nicht, was du hast, so laufig halt.